Buen dia und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute das Thema Grundstückspreise, Hektarpreise und natürlich die ganz große Frage, ist es möglich, in einem Barrio Cerrado einen eigenen Titel zu erwerben? Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Wir hatten eine ganz große Diskussion auf TikTok. Zuerst will ich euch gerne mal einen Drohnenflug zeigen, wie es vorher ausgesehen hat bei uns und wie es aktuell aussieht. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und bis gleich. Ciao, ciao. Bevor wir anfangen mit dem Video, ihr müsst mir entschuldigen, ich bin nicht geschminkt für das Video heute. Ich kam direkt vom Sport. Manche wissen es, ich habe die Weltmeisterin herausgefordert im Kickboxer. Die kommt nächstes Jahr zu uns ins Projekt. Und dann gibt es einen Kampf zwischen mir und zwischen ihr. Und da bin ich jetzt seit 6 Monaten schon kräftig im Training, habe mir ja schon ziemliche üble Verletzungen zugezogen. Aber das ist halt, wenn man dann alt wird, ne? Da muss halt irgendwie so einziehen. Aber was mich interessiert, welcher Ton ist denn eigentlich besser? Also ihr werdet es jetzt merken, dieser Ton, ja, ohne Mikrofon oder der Ton mit Mikrofon. Das wird mich mal echt interessieren. Warum? Für die nächsten Videos. Ich danke schön. Ciao. Ja, wir hatten eine riesige Diskussion auf TikTok, als ich sagte, jeder bekommt seinen eigenen Titel im Barrio Cerrado bei uns. Also Barrio Cerrado ist eine geschlossene Wohnanlage. Ja, müsst ihr euch so vorstellen, wie bei uns hier, umzäunt oder mit einer Mauer. Kann auch frei sein, aber normalerweise sind sie umzäunt oder dann eben mit Mauer. Jetzt ist die Problematik, dass dann gesagt wurde, das wäre nicht machbar. Dann hat man nur einen Gemeinschaftstitel, also nur einen Anteil von dem Gemeinschaftstitel. Das ist die erste Variante. Das heißt, man kauft ein Grundstück und erwerbt daran einen Anteil von seinem Grundstück. Was muss ich aber tun, damit ich die ganze Grundstücke hier separat einteilen kann? Dafür muss das Grundstück ordentlich vermessen werden und muss dann im Registro abgegeben werden. Und dann kriegt man vom Katasteramt eigene Grundstückstitel. Also das kann man auch googlen oder bei ChatGPT nachfragen. Das ist möglich, wenn das Grundstück ordentlich vermessen ist. Warum wird das nicht gemacht in Paraguay? Es ist eine Zeitfrage. Das heißt, es ist einfacher, wenn ich schon bestehende Titel habe. Das heißt, ich kaufe jetzt ein Grundstück, dann muss ja das Grundstück erstmal auf meinen Namen übertragen werden und dann teile ich das Ganze ein. Das heißt, der ganze Prozess dauert viel länger.
Deswegen machen sich dann einige, sage dann, okay, um Kosten zu sparen oder was weiß dann ich, mir lasse das so, das heißt, man hat einen Anteil an einem Gemeinschaftstitel. Ja, so viel ich weiß, ist das zum Beispiel darüber beim Aquavista der Fall, an einem Gemeinschaftstitel. Es gibt natürlich, wie schon erwähnt, die Möglichkeit, dass man alles einteilen kann und dann hat man auf dem ganzen große Grundstück, ja, zum Beispiel 6,5 Hektar bei uns im Barrio Cerrado im Quiroga. Das ist ja insgesamt 6,5 Hektar groß und man gibt es dann verschiedene Grundstücke ab 500 Quadratmeter, 700 oder 800 und 1000 Quadratmeter. Und diese habt ihr dann den Titel. So, das machen wir. Und das funktioniert in Paraguay. Das Problem ist wirklich, dass halt manche machen sich nicht die Arbeit dafür und dann geht halt immer wieder das Gerücht rum, ja, das ist nicht möglich, das ist nicht möglich. Das ist zum Beispiel dann wie beim Edificio, also im Hochhaus, wenn ich eine Eigentumswohnung kaufe, dann habe ich da einen Anteil meiner Wohnung an dem Gesamttitel. Das nächste, was man oft zu hören bekommen, wenn man zum Beispiel unsere Grundstücke hier anbietet, zum Beispiel bei uns jetzt im Quiroga, wir haben ja Grundstücke 500 Quadratmeter, die bekommen wir dann für 25.000 Euro. Da ist die Maklergebühr dabei, also die Notargebühr dabei, da ist der staatliche Übersetzer dabei, da ist eine Cedula für den Käufer dabei, also alle Nebenkosten, Kaufnebenkosten inklusive. Und dann kam ein Kommentar, also für 25.000 bekomme ich auch 3 Hektar. Das ist richtig. Und das ist das nächste Punkt, oder der nächste Punkt, wo viele eigentlich, da merkt man eigentlich, dass die sich mit dem Land gar nicht oder bis überhaupt gar nicht beschäftigen. Es ist ja auch in Deutschland ein Unterschied, ob ich jetzt eine Eigentumswohnung kaufe, zum Beispiel in München, ja, oder ob ich irgendwo, oder ein Grundstück in München, machen wir es so rum, oder irgendwo, nichts gegen den Osten, aber es ist ja leider so, die Immobilienpreise, oder ein Grundstück kaufe im Osten. Ja? München so hoch der Preis und im Osten so hoch der Preis. Also es heißt, die Lage entscheidet. Und wenn man dann, die wenigsten machen sich auch die Mühe und schaue einfach mal bei Facebook Marketplace, hey, wie sind die Grundstücke eigentlich hier? Beispiel jetzt aktuell wieder bei uns. Bei uns kriegst du eine Lote. Das ist die klassische paraguayische Lote, die ist 12 Meter breit, 30 Meter lang, also insgesamt 360 Quadratmeter. Die 360 Quadratmeter werden hier verkauft momentan für 24.000 $. Exklusiv Nebenkosten, also die kommen noch on top. Bei uns, habe ich es ja vorhin erwähnt, 500 Quadratmeter, also sprechen wir schon mal 140 Quadratmeter mehr. Und jetzt ziehe ich mal die ganze Kaufnebenkosten ab, dann sind wir ungefähr bei 22.000 $. Das heißt, der Kunde hat ein Grundstück, das größer ist, 20-30%. Plus, er ist 2.000 Euro günstiger, $2.000 günstiger, wie im Barrio Publico. Und er ist im Barrio Cerrado. Das heißt, er hat einen Gärtnerservice, er hat einen Sicherheitsdienst, etc. pp. Man kann nicht immer alles so über den Kamm scheren. Und nicht jeder Mann will in ein Barrio Cerrado gehen. Ja, das hat alles seine Vor- und Nachteile. Und das ist ja das Gute. Es hat ja Platz für jedermann. Ja, es gibt verschiedene Projekte für jedermann, etc. Die Problematik ist halt immer das gefährliche Halbwissen, zu sagen, das geht nicht, ja, oder das ist zu teuer, pauschal. Du kannst Asunción und Encarnación nicht mit einem Busch vergleichen, das geht halt nicht. Du kannst die zwei Städte nicht mit irgendwas anderem vergleichen. Und das Tolle und das Gute ist ja auch, der Markt macht die Preise, wir machen nicht die Preise. Wir haben uns nur angeglichen an den Markt und wir sind ja auch vom Markt, das habt ihr gerade eben gesehen, dass wir vom Markt auch unterhalb von den Marktpreisen liegen, trotz Barrio Cerrado. Das liegt Folgendes. Da vorne wird ein Universitätsgelände gebaut, da war jetzt Spadestich auf 9 Hektar. Das heißt, da kommen verschiedene oder Unis hin. Ne? Also man kann Architektur studieren, Informatik, Medizin und. Des Weiteren bekommen wir in naher Zukunft einen Bahnhof, wo wir dann von hier aus direkt, also 5 Minuten von unserem Projekt entfernt, wo man dann mit dem Zug nach Argentinien fahren können und die Zukunftsmusik soll sein, bis nach Asunción der Flughafen. Das sind solche Faktoren und in Encarnación, wer sich ein bisschen hier auskennt, ist eine Halbinsel, ja, das ist alles begrenzt. So, wo hat man noch schöne Sicht, wo ist noch ruhig, wo ist noch ländlich, also das heißt, ich möchte habe so Dorfcharakter, bin aber in 15 Minuten Stadt. Das ist halt dann dieser Ort, wo wir das Ganze anbieten. Und dann ist halt unser Projekt an einer Asphaltstraße, wir haben 3-Phasen-Strom. Es ist alles da, Infrastruktur und es ist Zentrum. Also liegt im Zentrum von San Juan. Und das sind lauter Faktoren, die ich halt eben berücksichtigen muss.
Und ich kann dann nicht pauschal sagen, zum Beispiel dieser Kommentar, ja, ein Hektar für 400.000 ist doch schön. Nein, da wird halt vergessen, die ganze Kosten, Infrastrukturkosten, ja. Die Straße, wir heben sie 1,50 Meter aus, machen Kompaktionstest, ja. Das heißt, dass wenn die ersten LKWs drüber fahren, dass man dann keine Schlaglöcher hat, etc. Und das ist immer so mit einer Pauschalisierung, es zeigt halt einfach von Halbwissen. Und wenn man sich mit dem Lande beschäftigt, dann kann man das raushauen. Ja, dann meint man, er weiß was, aber es ist halt tatsächlich, man weiß halt gar nichts. Das ist das Problem. Und das große Problem ist, andere Leute hören das oder lesen das und erzählen das einfach nach, ohne selber zu recherchieren. Ne? Das haben wir ja in der Vergangenheit in Deutschland schon des Öfteren gehabt, dass dann einfach was nachgeblabbert wird, ohne groß zu überlegen oder zu recherchieren. Deswegen, Tipps für euch. Schaut, Facebook Marketplace, wie sind die Grundstücke vor Ort? Es muss nicht hier sein, es zählt für ganz Paraguay. Aber so kriegt ihr Bild, was kostet die Grundstücke momentan vor Ort? Wie ist die Lage? Ja? Wo ist das nächste Krankenhaus? Wo ist die nächste Schule? Wo sind die nächste kulturelle Einrichtungen? Kino etc. pp. Ja? Und so weiter und so fort. Und wenn ihr das habt oder was ist geplant in Zukunft, wenn ihr das Ganze habt, dann müsst ihr für euch entscheiden, ist der Preis gerechtfertigt oder nicht. Die Preise machen nicht mir, die Preise macht der Markt. Und ihr müsst vergleichen und dann habt ihr einen Überblick, ob die Preise eigentlich marktgerecht sind oder nicht. Und das ist der wichtigste Punkt. Und bitte, 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 bevor die irgendwie sagt, an einem Barrio Cerrado kann man keine eigenen Titel erwerben. Nutzt Google. Wir sind im Jahr 2025. Da kann man Google nutzen. Ich nutze kein Google mehr. Ich nutze nur noch ChatGPT bzw. AI oder KI. Das filtert das ganze Internet durch, ne? Nach Fakten. Kann man animale Sklave, auch da muss man nochmal überprüfen, zur Sicherheit sagen. Aber es ist doch mal eine Hilfestellung, wenn es ans Internet sagt, ja, es ist möglich, wenn das richtig vermessen wird, ja, und die ganzen Schritte eingehalten werden. Es ist ein riesiger Stress, muss ich sagen, und es ist eine riesige Arbeit. Aber uns war wichtig, dass jeder seinen eigenen Titel dann später hinterhält. Und ich melde mich auch, wenn wir dann vom Notartermin kommen, dann sehen wir das. Ich zeige es dann an von meinem Grundstück, weil ich habe 2 Grundstücke gekauft im Chiroga. Da zeige ich das, dass ich dann einen eigenen Titel habe innerhalb von einem Barrio. Ich wünsche euch alles Gute. Ich melde mich demnächst, komme jetzt öfters Video wieder raus. Und falls euch das Video geholfen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben. Falls ihr Fragen habt, gerne die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.